Wir sind Schüler des Margarete-Rothe-Gymnasiums. In der Nähe unserer Schule in Barmbek-Nord befindet sich die Frenkelstraße. Aber wer war Eugen Frenkel? Um diese Frage zu beantworten, trafen wir uns mit Professor Dr. Philipp Osten, Leiter des Medizinhistorischen Museums im Universitätsklinikum Eppendorf. Eugen Frenkel ist erst Augenarzt gewesen. Im ersten allgemeinen Krankenhaus in Hamburg hat er Anstellung gefunden und hat dort interessanterweise als Pathologe gearbeitet. Für Hamburg total wichtig ist, dass er nach Berlin gefahren ist, regelmäßig sich fortgebildet hat und dieses ganz neue Feld der Bakteriologie, also dass eben Bakterien Krankheit erregen können, das ist ein neues Thema gewesen in der Zeit um 1880. Eugen Frenkel war ein berühmter Pathologe und Bakteriologe. Er wurde 1853 geboren. Im Laufe seines Lebens gründete er eine Familie mit seiner Frau Marie Frenkel. Sie hatten 3 Kinder: Max, Hans und Margarete. Frenkel war ein bedeutender Wissenschaftler, Ordinarius und mit dafür verantwortlich, dass es eine medizinische Fakultät an der Uni Hamburg gibt. Doch das ist noch nicht alles. Und er ist dann der Entdecker vom Erreger einer Krankheit gewesen, die man Gasbrand nennt. Man kann im Prinzip sagen, dass er so der berühmteste und wissenschaftlich renommierteste Arzt Hamburgs war. Aber Eugen Frenkel hat eben halt hier, als die Cholera in Hamburg grassierte und keiner das wahrhaben wollte, nachgewiesen, dass es die Cholera ist. Also er hat bei der großen Cholera-Epidemie, war er einer von den vernünftigen Personen, die das richtig diagnostizieren konnten. Cholera ist eine Erkrankung, die durch Bakterien hervorgerufen wird. Bei der Hamburger Cholera-Epidemie von 1892 starben von rund 17.000 Erkrankten mehr als die Hälfte. Also der beste Weg, die Cholera einzudämmen, ist eine vernünftige Wasserversorgung zu haben, mit gefiltertem, geklärtem Trinkwasser. Das ist so ab den 1860er Jahren in Deutschland eingeführt worden, nicht? Eine Kanalisation, die die ganze Kloake aus der Stadt herausträgt, und dann eben halt eine Wasserversorgung, die Frischwasser, was gefiltert ist, was wirklich sauber ist, den Menschen zur Verfügung stellt. Damals hatte man nicht einen Wasserhahn in jeder Wohnung, sondern meistens eine Pumpe an der Straße, wo das frische Wasser geholt wurde. In Preußen, wo man ja an die Bakteriologie glaubte, hatte man relativ früh, also ab den 1870er Jahren, solche Klärwerke. Und zu Preußen gehörte auch Altona. Dass Altona Erfolg mit der Kanalisation hatte, zeigt diese Karte. Hier wird jeder Cholera-Tote mit einem schwarzen Punkt dargestellt und alle Cholera-Genesene mit einem roten Punkt. In Hamburg gab es sehr viel mehr Opfer. Eugen Frenkel spielt als Pathologe eine große Rolle für die Wissenschaft der Pathologie. Er spielt eine große Rolle, weil er die Anaerobia entdeckt hat. Also sozusagen eine Gruppe von Bakterien, die noch heute eine große Rolle spielen. Aber es gibt natürlich auch noch einen übergeordneten Aspekt. Er spielt als ein jüdischer Arzt, der später verfolgt worden ist, eine Rolle. Er steht für viele, viele, die vergessen worden sind, die man hat ja aktiv, deren Vergessen man aktiv befördert hat in der Zeit des Nationalsozialismus. Hier am UKE wurde seine Büste entfernt. Es wurde dieses Bild in einer Sammelstelle für entartete Kunst geschafft. Und man hat versucht, die Erinnerung an ihn auszulöschen. Und ja, er ist einer der berühmtesten Ärzte dieser Stadt gewesen. Eugen Frenkel starb im Jahr 1925, deshalb bekam er die Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht mehr mit. Jedoch litten seine Familie und Bekannten stark unter dem Terror. Seine Frau wurde im KZ Theresienstadt ermordet, seine Tochter Margarete in Auschwitz und sein Sohn nahm sich das Leben aufgrund der Schikane und Verfolgung. Einzig sein Sohn Hans überlebte. Eugen Frenkels Taten und Errungenschaften geraten immer mehr in Vergessenheit. Wir hoffen, dem mit unserem Video entgegenwirken zu können und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.